Hallo Leute, ich wollte dieses Video in Deutsch machen, weil dieses Problem ist wichtig und ich höre nicht, dass es Leute gibt, die darüber sprechen. Die versuchen, dieses Problem zu analysieren, aber eigentlich sehe ich nicht, dass die Leute eigentlich über das Tatsache sprechen. Bevor sie oder du mein Deutsch verurteilen, ist wichtig zu sagen, dass ich seit 13 Jahren in Deutschland bin. Seit dem Anfang an war ich immer selbstständig. Ich werde nicht von Steuern bezahlt. Ich bin selbstständig, ich zahle Steuer, 13 Jahre. Bevor ich Deutsch gesprochen habe, ich hatte keine Familie, keine Freunde, trotzdem habe ich Steuer bezahlt, niemals Geld vom Jobcenter hatte, niemals waren eingestellt und niemals ein Beamter. Niemals habe ich immer Steuer bezahlt. Also wenn Friedrich Merz über die Staatsbild spricht, ich bin diejenige, die ihn finanziert. Okay. Also bevor Sie mein Deutsch verurteilen, hören mir zu und wahrscheinlich gibt es eine Lösung hier. Weil ich sehe, dass die deutsche Wirtschaft keine Chance hat, so sich zu retten. Keine Chance. Mit dieser Mentalität, dieser Anspruchshaltung der deutsche Durchschnitt, gibt es keine Lösung. Und bald werden die Deutschen auch wahrscheinlich die Sklaven der Chinesischen sein, wenn sie das Problem nicht gründlich lösen. Das erste Problem, Rassismus. Ausländer, Rassismus, raus. Sie können sich nicht leisten mehr, rassistisch zu sein. Es gibt viele Probleme. Die deutsche Wirtschaft kann sich nicht vergleichen mit anderen. Es gibt kein PayPal, kein Facebook, kein Twitter, kein Big Tech. Wenn Sie versuchen, ein LinkedIn zu machen, machen Sie Xing, niemand benutzt das. Die Stadt subventioniert so viele Projekte, die nirgendwo hingehen und Sie bringen kein Geld hier, aber so viel Nepotismus, so viel Vitamin B, aber eigentlich Kompetenz und Leistung. Es gibt so viel zu lernen darüber. Was ich gesagt habe, 13 Jahre bin ich hier selbstständig, anstatt Unterstützung zu kriegen und Liebe und Respekt. Leute, die in Deutsche Welle arbeiten oder im CDF, sie werden von meiner Steuer bezahlt. Woher kommt diese Frechheit? Wir sind Journalisten, wir sind Künstler und sie laufen so, wir sind genial. Und nein. Oder arbeiten in subventionierte Gesellschaften und ich will nicht sagen, schämt euch, aber Proportion. Sie werden von Steuern bezahlt. Sie werden subventioniert. Wir sind diejenigen, die Wirtschaft erschaffen. Sie sind diejenigen, die die Wirtschaft konsumieren oder wahrscheinlich verschwenden auch. Und es gibt keine Chance. Es gibt keine Chance. Jeder, der wirklich achtet, wie die einfach so quasi sagen, sie wollen quasi Lösungen finden und sie für Corona-Interpretationen über diese Covid, wegen dieser Sache, wegen dieser, ernsthaft. So viele unnötige Bürokratie, verschwendliche Bürokratie, so viel Geld geht zu Politikern, die einfach das verschwenden. Bevor jemand überhaupt über Migranten spricht oder über irgendwas, ernsthaft? Man muss beobachten, was wirklich passiert. Die Mentalität der Selbstständigkeit. Wo ist sie? Die Selbstständigkeit ist nicht, sich zu befreunden mit Politikern, damit sie Förderungen und Zuschüsse geben können. Und so fühlt sich man, als ob er ein Businessman ist. Nein, nicht so. Nicht so. Und man läuft, wenn ich arbeite und ich zahle Steuer, ich werde nicht von Steuer bezahlt. Okay? Ich zahle Steuer und ich bringe Geld auch von Ausland. Ich verkaufe zu Ausland und so. Also, und ich finanziere meine eigene Konkurrenz quasi. Oder durch Zuschüsse oder Förderungen. Und jeder Durchschnitt Deutscher guckt meine Konkurrenz an und sagt, Sie sind Künstler, Sie sind von Fernsehen. Sie sind besser als du. Sie sind Coaches. Sie sind Coaches. Obwohl sie von meiner Steuer bezahlt werden.
sind Coach, weil sie Deutsche sind, müssen sie besser sein. Nein, die Wirtschaft kann man so nie retten. Man muss nur nach Kompetenz suchen, unabhängig von was deine Hautfarbe oder deine Nationalität oder man kann sich nicht leisten. Die Deutschen können sich nicht leisten, jetzt rassistisch zu sein. Das war vorher, wenn alle war verboten, wenn China war nicht hier, wenn die deutsche Regierung, das deutsche System so geprägt ist, nur für die Erfolgreich der Deutschen, wenn das hat verboten, die Konkurrenz zwischen dem Wettbewerb, die Mischung, manche waren privilegiert, manche waren beteiligt. Also nur dann könnten sie sich so, aber heute, wenn die Trade ist international und China spielt und Amerika will nicht mit Deutschland etwas zu tun, das bleibt Trump, okay, Deutsche bleiben selber, wir helfen euch nicht mehr. Plötzlich die deutschen Politiker, was machen wir, lass uns Schulden nehmen. Plötzlich die entdecken Schulden, ändern die Grundgesetz oder was, nur um Schulden zu nehmen. Nein. Jetzt ist Deutschland allein, selbstständig. Jetzt können nicht kontrollieren und privilegieren. Dieser Rassismus war okay vor 20 Jahren. Heute geht es, man kann sich nicht leisten mehr. Also wenn man wirklich eine Lösung will, bezüglich der deutschen Wirtschaft, gibt es nicht so viele Menschen, die das lösen können, die beraten können. Nicht so viele Menschen. Coaches von Zuschüsse können beraten. Was verstehen sie überhaupt über Wirtschaft? Bundestag, Ministerium der Wirtschaft, die nie selbstständig war, die nie ihre eigene Geschäft hatte, ohne Beziehungen, Vitamin B, Beziehungen mit Politikern, selbstständig eine Wirtschaft zu erschaffen, wo die Leute die Produkte freiwillig auswählen. Freiwillig, weil so können sie verkaufen, Ausland. Ausland muss nicht GEZ zahlen. Man kann nicht jetzt die Welt verarschen. Nicht mehr. Vorher, wenn alles kontrolliert werden könnte, hier in Deutschland, könnten sie die Regierung, wie bei mir, am Anfang an, als ich gekommen bin, habe ich angefangen, Schauspiel zu unterrichten. Und plötzlich kommt der Chef der Theater. Ich war sehr erfolgreich. Ich hatte Leute von Skandinavien gekommen, um meine Klasse zu nehmen, meinen Unterricht. Und plötzlich kommt der Chef dem Theater und sagt mir, schau mal, es gibt Leute, die sich beschweren in Berlin, Schauspielschulen, weil du so erfolgreich bist. Mach weniger. Entschuldigung, aber wir haben einen Vertrag. Ja, aber man muss hier sozial sein, man muss nicht zu viel machen, man muss nicht privilegiert sein. Ich bin privilegiert. Ich spreche noch kein Deutsch. Ich habe kein Netzwerk. Ich habe keine Familie. Ich habe keine Unterstützung. Sie haben alles auf ihrer Seite. Ich bin der privilegiert. Wo ist der Rechtsstaat? Wir haben einen Vertrag. Plötzlich, okay, ich habe gesagt, tschüss. Ich habe meine eigene Geschäfte woanders gemacht. Sie haben verloren. Eine andere Geschichte. Aber wenn man wirklich achtet, kann man nicht nur einfach anderen beschuldigen, nur zu vermeiden, sich selber im Spiegel zu gucken. So einfach jede Kleinigkeit von einem Migranten zu, weil während so viele Probleme gibt. Anyway, ich hoffe, diese Nachricht ankommt zu den richtigen Menschen, trotz meines schwierigen Deutsch, aber ich hoffe, es erreicht, es ankommt. Und ich bin offen, wenn jemand will mich kontaktieren, um ein Problem zu lösen, ich bin da. Danke euch alle. Shredi Jabarin ist hier. Ciao.